Das ist der Hafen von Glückstadt. Da fahren wir einfach mal durch. Gleich gibt's Frühstück und dann gibt's vielleicht auch eine richtige Morgenansage. Der Marktplatz von Glückstadt. Und wir hören, es ist Sonntagmorgen. Die Kirche ruft zum Gebet. Also eines sind ja die Glocken. Aber es hängt irgendwie zusammen. Fußgängerzone. Morgen zum Ziel. Ja. Anja hat auf die Elbe gehofft. Die ist noch ein bisschen weiter weg. Einen wunderschönen guten Morgen, nun nochmal offiziell. Moin heißt das. Ja, und einen wunderschönen guten Morgen heißt dann? Moin. Moin. Das ist mir zu kurz. Moin. Wir haben eine angenehme Nacht hinter uns. Wir waren Gott sei Dank nicht zelten. Das war echt eine super gute Entscheidung, die wir noch getroffen haben, weil ja das Wetter, wie ihr mitbekommen habt, echt mies war. Ja, so hat man jetzt immerhin eine heiße Dusche und so weiter. Das ist schön. Ja, jetzt hatten wir ein sehr ausgiebiges Frühstück. Wobei es war jetzt nicht besonders ausgiebig, es war eher lange, weil alles etwas länger gedauert hat. Das haben wir etwa 1,5 Stunden Zeit verloren. Es ist jetzt schon 1:30. Es ist 11:30, ja. Wir wollen nicht übertreiben. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen sputen, weil heute haben wir die längste Etappe mit 87 Kilometern. Wir wollen heute ein bisschen Kilometer machen am Nordostseekanal entlang, den wir aber erstmal erreichen müssen. Wir sind jetzt noch in Glückstadt und müssen noch ein bisschen an der Elbe entlang bis Brunsbüttel. Ja, und dann geht's ab in den Kanal, am Kanal entlang. Nein. Ja. Hoffentlich nicht. Also man merkt schon, die Laune ist etwas besser als gestern. Die war auch gestern gut. Gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Laune. Los geht's. Störschwerwerk.
habe gestern aufgrund des Wetters tatsächlich überlegt, ob es die richtige Reihenfolge war, die Tour zu machen. Vielleicht hätte man es besser gegen den Uhrzeigersinn gemacht, dann hätte man nicht so viel Gegenwind gehabt. Wenn ich aber heute sehe, wie viel Schafsscheiße an den Rädern hängt, glaube ich, ist es so vielleicht doch ganz gut. Die kann sich dann im Laufe der Tour noch abfahren. Das wäre unser Weg. Schon wieder. Wir haben das erste Etappenziel erreicht. Nach 31 Kilometern sind wir in Brunsbüttel angekommen. Hinter uns der Leuchtturm von der Einfahrt des Nordostseekanals und Tango. so, hier sieht man zu meiner rechten, zu eurer linken, wie auch immer. Mich auf jeden Fall nicht mehr, wenn du die Kamera so dann noch ein hältst. bisschen einen Schritt mit weiter. So, da hinter uns sieht man den Nordostseekanal. Und da fahren wir jetzt hin und suchen unsere Fähre. Tja, mit Schiff fährt es hier noch schöner. Aber ich glaube, wir werden die nächsten Tage noch ein paar Schiffe sehen. Wir haben in Brunsbüttel gleich die erste Fähre genommen, sind jetzt auf der Nordseite des Nordostseekanals. Jo, und jetzt geht's weiter. Schön an den Fähren des Nordostseekanals ist, sie sind alle kostenlos. Und wenn ich es richtig gesehen habe, fahren die ständig, sogar rund um die Uhr oder so. Also so, dass man da sich keine Gedanken machen muss, zu spät anzukommen. Zugang zum Radweg. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Wege mag?
Schwerstarbeit für meine Vorderreifen heute. Geplant war diese Etappe als Kilometerfresser. Für den Reifen ist es eher ein Grasfresser-Tour-Etappe. Ja, die Wege sind natürlich ziemlich ungeschickt für mein Dreirad. Aber wir wussten das und wir müssen da einfach jetzt irgendwie durch. Wir haben gerade einen Abstecher nach Burg in Dithmarschen gemacht, um dort ein Café noch zu besuchen. 2 Anwohnerinnen haben uns netterweise das Lütte Café empfohlen. Das war echt eine gute Empfehlung. Es war ein hübsches, kleines, schnuckliches Caféchen und es gab richtig leckere Torte dort. Genau das Richtige für diesen Nachmittag. Ja, jetzt sind wir schon wieder zurück am Nordostseekanal. Uns geht weiter zu unserer nächsten Übernachtung. Wir haben aber nur 30 Kilometer vor uns. Wir haben mal schnell die Kanalseite gewechselt, in der Hoffnung, dass es hier bessere Wege gibt, aber das sind ja genauso zweigeteilt. Ja, schnell gewechselt, stimmt auch nicht ganz. Danke. Die Fahrradspur auf der Fähre, die war natürlich etwas schmaler als beim Liegerad. Und nennt man den auch Fährmann auf so modernen Fähren, ich habe keine Ahnung, der Platzanweiser. Ich habe den gefragt, ob ich auch auf die Autospur kann. Dann hat er einfach nur ganz trocken gemeint, nö, muss da irgendwie durchkommen. Naja, ich habe mich jetzt irgendwie mit Heben und sonst irgendwie da durchgedrückt. Ich hoffe, es ist nichts verkratzt. Ja, wir sind drüber gekommen. Gar nicht so einfach hier. Jetzt müssen wir wieder eine Fähre zurück, um dann wieder auf die andere Seite zu kommen, weil dort ist unsere Übernachtung. Schauen wir mal. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Hab gedacht, da kommt so ein Containerschiff nach dem anderen, aber irgendwie ist heute tote Hose.
ob es da auf dem Kanal auch ein Sonntagsfahrverbot gibt. Aber macht ja irgendwie keinen Sinn. Also ist natürlich Quatsch. Ja, aber ich habe mir mehr erhofft. Vielleicht tut sich ja noch was. Manchmal muss man einfach einen Wunsch laut äußern und schon geht er in Erfüllung. Unglaublich, es kommt sogar noch ein wenig die Sonne raus. Das macht's angenehm. Aber auf der Südseite vom Kanal ist das Gras viel weiter als auf der Nordseite. Das macht mir doch ziemlich zu schaffen mit einem Liegerad. Also wenn ihr mit dem Liegerad auf den Nordseekanal Weg wollt, überlegt euch nochmal. Ja, langsam geht mein Fahrradakku zur Neige. Ja, das ständige durchs Gras fahren ist doch ganz schön anstrengend. Also nicht nur für mich, sondern auch für den Motor. Und so wie es aussieht, werde ich noch ein bisschen ohne Akku fahren müssen, um hier wieder aus diesem von diesem netten Radweg runterzukommen. Naja, müssen wir halt durch. Mein Motor hat sich erbarmt und spendet mir noch weitere 12 Kilometer, zumindest im Eco-Modus, um mich hier auf diesem Uferradweg vorwärts zu bringen. Die Grasmittelspur ist gemäht, kann man also deutlich besser fahren und den Rest erledigt die Sonne, die uns von hinten etwas aufwärmt. Letzte Fähre für heute. Mir reicht's. So, der Platz an Weißer war freundlicher. Ich habe jetzt sogar meine eigene Spur, wo sonst nur die LKWs drauf dürfen. Wir sind da, unser Campingplatz.